Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 22. Juni 2016 erschien das Video Entspannen und Gießen, in dem Rainer offenbart, er mache sich Sorgen, dass seine Tomatenpflanze leidet. Am 23. Juni erhielt Rainer während des Streams unerwartet Besuch. Ja? Warte, stopp, ich streame. Was gibt's? Bist du eingebrochen? Nein, ich habe jetzt ihn aufgesperrt, weil ich ein Wasser brauche. Und da stehe. Und will ich mal schauen, ob irgendwo nur so ein wenig ein Zaun ist. Dass ich den Zaun erhöhen kann, dass der nicht mehr mit dem Kopf drüber. Ja, das war jetzt wegen unerwartet. Alles klar, Leute, dann komme ich später wieder. Später tanzte Rainer erneut für Likes. Am 25. Juni erschien das Video Riesenpickel. Darin erklärt Rainer, dass er unter Wasserablagerungen in den Beinen leidet. Auf Twitter wurden Auszüge aus Rainers noch nicht veröffentlichten Buch geleakt, welches in vollendeter Fassung als Die Antwort auf die Träume bekannt werden sollte. Am 26. Juni behauptete Rainer, mit seinen Beinen sei mittlerweile alles wieder in Ordnung und wies gut gemeinte Ratschläge zu seiner Gesundheit schroff ab. Diabetes ist kein Spaß, sondern geh zum Arzt. Du Wichser, ich habe überhaupt kein Diabetes. Was laberst du für eine Scheiße? Halt die Fresse! Und keine Ahnung hast, Alter. Danach beschwerte er sich über Fußball und Deutschland. Leute, nervt mich nicht immer mit dem scheiß Fußball. Mich interessiert nicht 2, 1, 10 oder 5-0 haben. Ich persönlich hoffe, dass irgendwann mal ein riesiger Meteor auf jeden Fußballspieler dieser Welt trifft, damit wir endlich unsere Ruhe von diesem scheiß Sport haben. Das ist nicht mal ein Sport, meiner Meinung nach. Nein, ich bin kein stolzer Deutscher. Warum soll ich stolz auf einen Haufen Arschlöcher sein, die hier nur Scheiße bauen gerade? Oder die den ganzen Tag nur einen auf Nazi machen müssen. Ich bin definitiv kein stolzer Deutscher. Am 27. Juni erschien Dragon Monday Folge 34 Scheiß Gamer. Darin stellt Rainer einige neu erschienene Alben vor und hat wie üblich Probleme mit den englischen Titeln. Glycer Grin mit dem Album Self-Inflection oder Inflection soll das glaube ich heißen. Das nächste Album ist von Father's Warning mit dem Album Terrorist of Flight. In einem Vlog erklärte er, wieder einmal die Nacht durchzumachen, um seinen Schlafrhythmus zu reparieren. Am 28. Juni war Rainer morgens wegen Kreuzschmerzen und seinen Beinen beim Arzt. Vom Arzt bekam Rainer Wassertabletten, also Diuretika, verschrieben. Rainer war jedoch skeptisch, da er Angst hatte, die Tabletten könnten seine Niere schädigen. Daraufhin fasste er den Entschluss, jeden Tag eine Stunde mit einem Hometrainer Sport zu machen, um Gewicht zu verlieren. Doch bereits am Abend grillte er wieder eine größere Menge Fleisch. Am 29. Juni erschien dann mit Drache auf dem Radl Part 1 Aller Anfang ist schwer der Videobeweis zu Rainers Workout. An diesem Tag veranstaltete Rainer ein #FragDrache während seines Trainings. Dabei bewies er jedoch relativ wenig über Ernährung und Sport zu wissen. Dennoch sollten die nächsten Tage noch mehrere Trainingsvideos folgen. Am 30. Juni lud der YouTuber Sortis das Video Drachenlord, der Show-Kommentarfilm, krasse Fakten über Rainer Winkler hoch und erstellte damit die erste Dokumentation über Rainer. Mittlerweile war anscheinend Rainers Internet wieder gedrosselt worden, da er nicht gleichzeitig streamen und Videos hochladen konnte. Als Rainer am 2. Juli 2016 Vampire's Dawn auf Hitbox streamte, waren auf seinem Desktop Icons wie etwa Rudolf Winkler Verlag zu sehen.
Später schimpfte Rainer im Stream wieder einmal über Boneklinks und forderte ihn dazu auf, zu ihm zu kommen. Ich bin der Schnorrer. Er schnurrt sich meine Zuschauer. Er nimmt Zuschauer, er hatet über mich, er labert über mich. Ich bin der Schnorrer, obwohl er alles schnurrt. Ist recht, du Spasti. Fick dich einfach. Fick dich und deine ganze Familie. Boneklicks, fuck you and all. Your mother, fuck your father, your dad, huh? Grandma, grandfather, and I fuck you, bitch. Ein Ami labert über einen Deutschen, Alter, der soll bloß die Fresse halten. Boneklicks, bring us to me. I will speak with you. To me, guy, asshole. You are afraid for me. This guy would not come to me. Ich weiß auch, dass ich mit dir locker auf Deutsch sprechen könnte. Aber du bist natürlich so feige, dass du mir natürlich einen Nachteil geben willst. Aber wenn du meinst, dass es so ein riesen Nachteil ist, beweg deinen fetten Arsch zu mir und komm. Asshole. Boneklicks is a little pussy. A really little pussy. Have micro pig, micro cock and micro... Was heißt Nüsse? Micro Axe. Rainer ging aus irgendeinem Grund davon aus, Boneklinks könnte Deutsch sprechen. Schließlich nahm Boneklinks Rainer als Gast in seinen Stream. Rainer versuchte Boneklinks auf gebrochenem Englisch klarzumachen, dass er es zu unterlassen habe, auf Rainers Videos zu reagieren. Boneklinks gab sich gelassen und erklärte, dass ihm Rainers Videos gefallen und er ihm nicht schaden wolle. Guy, I hear you not. I can't you not hear. Really big asshole. Oh, why am I such an asshole, dude? I love you. You love me. Yeah. And Ich liebe du. warum tust du sowas dann? Guy, shut up. You have not really my projects on YouTube stealing. Project? Wait, why? What's Guy, it's not funny. I have 10,000 haters on YouTube. It's I become every more haters. While you, my videos, projects on YouTube stealing. My background. Why are you doing? Warum tust du das? Warum machst du das? No, it's all in love. It's all in love, man. It's all in love. It's fair use. All in love. Trust me. Trust me. I want to give you advice about how to make your life better. I like that you're working out. That's very good. Rainer wurde jedoch durch Boneklinks entspannte Art erzürnt und reagierte aggressiv. I living in Germany. I have not full guys mit can speak English. Altschauerberg? Emskirchen? Is that where you live? I had no Guy. idea. The Drachenschans? Guy, shut up. Come to me! Come to me! Emskirchen! Come to me! Halt your mouth. Guy, Your brain's busted, shut man. up. Your brain's You shattered. you big fat asshole. You have not planned, you have not idea what I'm doing. The last 3 years I can fight the last 3 years to man with you. You have not planned. You have not idea what I'm doing. The last years. Ich werde dich zerstören, Kollege. Ich werde deine Videos löschen, was du geklaut hast. A Frosch! A Frosch! A Frosch! I forgot about that! Weißt du was, Kollege? Hör mal beim Bild Englisch, laber mal Deutsch. Ich weiß genau, dass du Deutsch verstehst und jetzt hör auf, mir schon Scheiße zu labern. Du bist ein riesiges Stück Scheiße und mit Abfall noch oben drauf. Einfach mal die Fresse, verpiss dich und ich werde den zerstören. Tschüss, you big asshole.
Bye bye. Really asshole. Klar kann der Deutsch, Leute. Also meinen die wieder auf meine Videos überhaupt aufmerksam geworden? Es ist nicht so einfach für einen aus den USA. Nachdem Rainer das Gespräch mit Boneclinks wütend beendet hatte, streamte er alleine weiter und versuchte sich zu rechtfertigen. Dabei offenbarte er auch, dass er aufgrund seiner Internetpräsenz Freunde und Familie verloren hatte. Was bist denn für ein Weichei? Ich habe für meine Videos und für euch, für meine Zuschauer alles geopfert. Mein ganzes Leben, meine Freunde, meine Familie, alles. Ich habe alles für euch geopfert. Und ich bin ein Weichei. Halt bloß die Fresse. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich hatte alles. Und Freunde hatte ich sogar bis vor ein paar Monaten noch. Bis angefangen, oder bis vor einem halben Jahr, bis sie angefangen, eine Scheiße abzuziehen. Ich hätte längst aufhören können. Aber ich habe einen Standpunkt, den ich vertrete. Ich habe einen Standpunkt, den ich vertreten will. Ich werde mich niemals beugen. Niemanden. Ich habe wenigstens den Mut, meine Gefühle zu zeigen. Und wenn morgen der Todestag von meinem Vater ist, ist das halt auch nicht einfach. Zur gleichen Zeit streamte auch das Regenbogenschaf unter demselben Hashtag wie Rainer mit Boneclinks als Gast. Falls jemand beim Drache im Stream schreiben kann, könnt ihr ihm bitte schreiben, RBS fragt, ob er bitte in einen anderen Hashtag gehen kann, er stört. Also Drache stört. Das wäre sehr nett. Please tell him that he is disturbing our hashtag on you now. You killed my hashtag in your hashtag! What the hell, man? Am 4. Juli erschien Dragon Monday Folge 35 sei gegen Mobbing. Darin erklärt Rainer, wieder zum Arzt zu müssen. Allerdings würde er sich diesmal fahren lassen, da er sich den Weg zu Fuß nicht zutraut. Dann behauptet Rainer, er würde gerne an Schulen gehen und dort Vorträge über Mobbing halten. Die Hater forderte er auf, bei Boneclinks zu schauen, anstatt bei ihm, behauptete dann aber, Boneclinks Videos löschen lassen zu wollen. Der Umzug, so behauptete Rainer, solle doch noch stattfinden, allerdings mit Verzögerung, wobei dies nicht seine Schuld sei. Am 6. Juli erklärte Rainer, dass das geplante Fahrradvideo nicht kommen würde, da er keine Lust und keine Zeit hätte. In dem Video "Leute, ich kann nicht jedem antworten" enthüllt Rainer, schon einmal von einem Jugendlichen ungefragt anzügliche Bilder geschickt bekommen zu haben. Mir hat auch mal wirklich ich weiß gar nicht, was es soll, mir hat mal ein 14-Jähriger solche Bilder geschickt und ganz ehrlich, Alter, was soll das? Ich bin weder pädophil noch möchte ich das werden, also tut mir den Gefallen und hört auf, mir solche Bilder zu schicken. Im Stream behauptete er, ein normaler Beruf hätte für ihn keinen Sinn, da er so bekannt wäre, dass er mit YouTube weitaus mehr verdient. Dann traf er eine Voraussage bezüglich der Hater und seiner Karriere auf YouTube. Es gibt so viele, die mir angeschrieben haben, ey, das Haten war so scheiße von mir, aber jetzt, ich bin zwar kein Fan, aber ich möchte auch einmal haten. Es gehen so viele aus der Hater-Community raus. Es sind so viele dabei. Weil ich nicht aufgebe. Es wird dauern. Es wird vielleicht noch ein ganzes Jahr oder noch 2 Jahre dauern, aber dieser Hate wird verschwinden. Einfach weil sie sich an mir die Zähne ausbeißen. Als Rainer dann Gäste zuließ, kam es zu einem Gespräch mit Berndian. Dieser berichtete, dass Rainers Anzeige gegen ihn vom Staatsanwalt fallen gelassen worden war. Rainer gab sich jedoch ahnungslos und prahlte mit seinem Bekanntheitsgrad. Du hast mich doch angezeigt, weil du dachtest, ich würde dich ausspionieren mit dem Laptop. Vielleicht erinnerst du dich. Warum will ich dich anzeigen? Ja, das frage ich mich auch. Warum machst du sowas? Ich hab dich überhaupt nicht angezeigt, Alter. Ich weiß nicht, was du schon wieder ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig. Lass uns nicht streiten. Ich würde mich sehr gern mit dir einfach nett unterhalten. Was willst du von mir? Also, ich will mich gar nicht an dir hochziehen. Es gibt im Internet so ein Wort, Code Me, das trifft es ganz gut. Also niemand will was mit dir zu tun haben, weil
Aber egal, tut mir leid. Du sagst, LeFloid und Gronk und sowas kennen dich alle. Also so Gronk, LeFloid und so kennen dich alle, hast du ja gerade gesagt. Aber warum machen die eigentlich keine Videos mit dir? Meinst du, die machen nichts mit mir? Ja, also bisher ist ja nichts gekommen. Dann hast du vermutlich sehr bald eine sehr große, dumme Antwort gegeben oder Aussage gemacht gerade. Also können wir damit rechnen, dass da was kommt? Vielleicht. Nach einer Diskussion darüber, ob Rainers YouTuber-Dasein eine echte Arbeit sei, berichtete Berndian über seinen Besuch an der Schanze. Ich stand das letzte Mal vor deiner Tür, da hast du mir die Prügel angeboten. Da habe ich gesagt, komm doch runter. Das hast du nicht gemacht. Hast du lieber die Polizei gerufen. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich habe die Polizei gefragt, ob du denen nicht auch irgendwie auf den Keks gehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die gekichert haben. Nur, was du selber von dir hältst. Und wann hast du dir das letzte Mal selber ehrlich die Frage gestellt, ist das alles überhaupt das wert, was du dafür bekommst? Ist das bisschen Hartz-IV-Geld, das du dir deinen Barren auszahlen lässt, wirklich wert, dass du deine Gesundheit riskierst? Später versuchte das Regenbogenschaf kurz in den Stream zu kommen, wurde aber von Rainer sofort gebannt. Am 8. Juli hatte Rainer endlich herausgefunden, wie man den Widerstand auf dem Hometrainer höher einstellt. Dementsprechend fiel sein Training deutlich kürzer aus. Im Stream ließ sich Rainer wieder einmal von den Hatern provozieren. Hakenkreuze zu machen, ja? Die zu posten. Sollte man vielleicht mal dich in die Gaskammer stecken, du Arschloch, ja? Anstatt hier irgendwelche Leute rumzuposten und zu sagen, hier, ja, ne, hier hast du gesehen und bla und überhaupt und sowieso. Hakenkreuze werden nicht gepostet, du Arschloch, Alter. Du hast keine Ahnung, was passiert ist. Und du warst nicht dabei. Vielleicht sollte man lieber dich in die Gaskammer stecken, wenn du sowas gerne postest, dann lachst du vielleicht nicht mehr drüber, du Arschloch. Wenn ich so hässlich wäre wie ihr, hätte ich mich schon lange aufgehängt. Lösch dich. Ich lösche mich an dem Tag, an dem ich deine Mutter gefickt hab. Ostern, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen. Dazu die Hölle zugefriert. Ich jeden Hate an den Arsch gefickt hab und dann lösche ich mich. Gott segne dich, mein Sohn. Ja, nachdem ich ihn in den Arsch gefickt hab, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Super geil, du bist der geilste Mensch auf diesem Planeten. Nur, dass ich Gott bin und du ein Arschloch. Also halt die Fresse, fick dich und verpiss dich aus meinem Stream. Oder komm her und blubber mir einen, Alter. Habe ich wenigstens noch was davon. Pommes Piker. Junge, der Letzte, der das versucht hat, den habe ich mit meinen beiden Fingern, ja, beide Hände gebrochen. Und das nur mit einem Finger pro Hand. Also halt lieber die Fresse, anstatt die Fresse aufzureißen, ja. Überleg mal, warum dich niemand mag. Mir ist scheißegal, warum mich niemand mag. Das interessiert mich einen Furz. So, letztes Lied für euch arschgefickte Gummifotzen. Und wenn ich einen Mikropenis hab, deine Mutter hat sich trotzdem nicht beschwert, als ich sie gefickt hab, Alter. Als ich sie richtig durchgenudelt hab. Die hat sich nicht beschwert. Die hat sogar geschrien, oh, der ist sogar größer als der von meinem Sohn. Was ist der mal, Alter? Warum kommen hier immer wieder Leute mit Bots rein? Warum können hier immer wieder Leute rumposten und rumlabern und Scheiße labern? Warum kann man hier in einer Tour beleidigt werden, wie Sau? Und ganz ehrlich, Moderatoren, ganz ehrlich, Junau, fick dich ins Knie. Meine ich ernst. Und ich hab Bock mehr. Ich werde jetzt dazu noch ein Video auf YouTube dazu machen bei Zeiten. Und dann werde ich vermutlich auch echt ganz Junau nur noch ficken, Alter. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich werde es so lange machen, bis ich hier endgültig rausfliege. Tschüss jetzt, ihr Arschlöcher. Fickt euch ins Knie, ihr Pisser. Am 9. Juli erschien das Video Ich bettle um eure Hilfe. Darin beschwert sich Rainer über mangelnde Unterstützung größerer YouTuber. Dann behauptet er, wenn er mehr Geld hätte, würde er aus seinem Grundstück ein Paradies für YouTuber machen, inklusive Whirlpool und Gästezimmer. Dann bittet er seine Zuseher darum, bei anderen YouTubern die Kommentare zuzuspammen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei denen in die Kommentare. Ich fordere nicht zum Hate auf, sondern ich fordere in dem Sinne zum Spam auf. Ihr seid diejenigen, die die Macht haben. Ihr seid diejenigen auf YouTube, die dafür sorgen können, dass wir einfach Content produzieren oder dass wir im Sinne von den YouTubern, dass wir den Content produzieren, den ihr sehen wollt. Gibt es irgendwas in die Richtung? Schreibt es in die Kommentare, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei denen. Sorgt dafür, dass die mich sehen. Sorgt dafür, dass sie Videos mit mir machen. Am 11. Juli erläuterte Rainer im Dragon Monday, dass er die Hater dafür verantwortlich macht, dass er für seine Videos keine Sponsoren findet.
Am 12. Juli schlich sich erneut das Regenbogenschaf bei Rainers Stream ein. Hallo? Wann geht endlich dein Zeller-Let's Play weiter? Wenn ich dir einen riesen Dildo in den Arsch geschoben habe, also vermutlich nach. Brauchst du noch Unterstützung wegen deinem Laptop? Also ich könnte dir auch beim Formatieren helfen, falls du da Probleme hast oder technisches Wissen. Natürlich, weil ich bin auch darauf angewiesen, dass du mir hilfst, weil ich ja ohne deine Hilfe gar nichts zustande bekomme. Ich meine, ohne deine Hilfe hätte ich nie mit YouTube angefangen, ohne deine Hilfe hätte ich niemals im Leben irgendwas erreicht. Ach, warte mal, warst du nicht der Typ, der aufgegeben hat, nachdem fast jemand seine Adresse gepostet hätte und rausgefunden hat, wo er wohnt und alles? Am 13. Juli war Rainer auf dem Bergwerk Labs Teamspeak-Server, geriet aber mit anderen Mitgliedern schnell aneinander und wurde daraufhin gebannt. Auch streamte Rainer mit Gästen auf YouNow. Dabei behauptete er, wieder einmal eine Freundin zu haben. Später nahm er dann Dorian als Gast in den Stream. Die Oberbackpfeife. Mädel. Das steht dir überhaupt nicht zu, sowas zu sagen, Alter. Das ist ja wunderbar. Hey Rainer, wie du siehst, bin ich jetzt wieder auf freiem Fuß. Und ich wollte mich einfach mal ganz freundlich mit dir unterhalten, weil mein Bewährungshelfer gesagt hat, dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Ich würde dir empfehlen, dass du mich in Ruhe lässt. Ansonsten sorge ich dafür gerichtlich, dass du mich in Ruhe lässt. Du hast mich doch gerade in deinen Guest genommen. Rainer behauptete, der Mittwoch wäre für ihn so schlimm wie Totschlag oder versuchter Mord gewesen. Cybermobbing ist die schlimmste Art, oder generell Mobbing ist die schlimmste Art, einen anderen Menschen fertig zu machen. Und ich habe davon 10 Jahre in der Schule glücklicherweise überstanden. Wäre ich jemand anderes gewesen, und das würde jeder Mensch bestätigen, der nur einen geringsten Funken an Anstand hat. Jeder andere Mensch hätte sich wahrscheinlich nach der Situation aus dem Fenster geschleudert. Von mir aus ist es aus deiner Sicht gerne Techno, wenn du unbedingt meinst. Aber sag das keinem Amon Amarth-Fan, das sag ich dir gleich. Zumindest sagst du nicht. Sag du keinem Haut-Fan, dass die Haut kein Organ ist. Daraufhin spielte Rainer mit dem Gedanken, was wäre, wenn Erdbärchen seinen Antrag angenommen hätte. Zum Beispiel, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Erdbärchen damals mich nicht verarscht hätte, also und so weiter. Würden die auch zusammen wohnen, wer weiß, vielleicht wäre das mit YouTube auch noch ein krasserer Start gewesen, weil dann die ganzen Hater nicht so extrem abgegangen wären. Vielleicht viele mehr auf mich aufmerksam geworden, der Hate wäre zurückgegangen, dadurch hätte ich vielleicht mit Unge oder anderen YouTubern irgendwas zusammen machen können, sei es Let's Play oder sonst was. Später machte ihm eine Haterin scherzhaft einen Heiratsantrag. Und ich wollte dich jetzt hier von den Leuten fragen, ob du mich heiraten willst. Nö, ich stehe nicht auf Blondine. Das ist schon hart von dir. Warte, ich habe hier was vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Das ist mein brechendes Herz. Am 15. Juli erschien dann das letzte Radl-Video für eine lange Zeit. Von diesem Tag existiert auch ein Teamspeak-Leak, in dem Rainer preisgibt, einen PC gesponsert bekommen zu haben. Am 16. Juli behauptete Rainer wieder mal eine Freundin zu haben und rief dazu den Hashtag Drache unter der Haube ins Leben. Am 17. Juli versuchte Rainer erfolglos Drachenlord als Marke einzutragen. In dem Video ApoRed in Bombenstimmung und Bergi trollt beschwert er sich wieder darüber, dass er auf Herr Bergmanns Teamspeak gebannt worden war. Es kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein, dass ihr mich da rauskickt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal. Daraufhin rief ihn zufällig während der Aufnahme seine Freundin an. Freundin? Babe, nicht jetzt. An diesem Tag war auch ein Profil auf einer Datingseite aufgetaucht, das Rainer zugeordnet wurde. Am 18. Juli erklärte Rainer, dass er nun doch keinen PC gesponsert bekommen würde und machte dafür den YouTube-Kanal Rudolf Winkler offiziell verantwortlich. Im Stream beschwerte sich Rainer darüber, dass die Polizei seiner Meinung nach großteils fürs Nichtstun bezahlt wird. Auch offenbarte er, dass seine Bedingung für den gesponserten PC war, dass Rainer nichts im Vorhinein ankündigt. Da er aber im Teamspeak darüber geredet hatte, fiel die Sache letztendlich ins Wasser.
Rainers Abnehmpläne waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da keine Menge an Ausdauertraining die Auswirkungen einer schlechten Ernährung negieren kann. Selbst mit Rainers Idealgewicht von 100 Kilo würde er bei seiner Körpergröße noch als übergewichtig zählen. Dennoch erhielt er für die Radlvideos anfangs positive Resonanz und hatte sogar mehr Likes als Dislikes. Letztendlich verlor er jedoch schnell die Motivation und gab seine Bemühungen auf.